Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 9FF. Heute zu einem Thema, vielleicht sieht man es schon so ein bisschen, was in letzter Zeit sehr oft angefragt wird, weil es ja eben auch besonders viele Liebhaber im Bereich Porsche gibt. Thema luftgekühlte Motoren. Alles, was Sie bisher noch nicht dazu wussten. Oder vielleicht auch schon, wer weiß, werden wir sehen. Dazu haben wir ein paar Motoren aufgebaut. Ich habe ein paar Motorenteile zur Seite gelegt und da werden wir dann gleich mal mit durchstarten. Unterschiede, was alles so möglich ist, Tuning, Sauger, Turbo und so weiter. Luftgekühlt. Was heißt das bei Porsche überhaupt? Luftgekühlt, es wird immer so viel vom Metzger-Motor geredet. Luftgekühlt ist eigentlich der Motor überhaupt, womit bei Porsche alles angefangen hat. Der Sechszylinder, ganz zu Anfang mal als 2 Liter. Luftgekühlt in Boxerbauart. Das heißt, immer 2 Zylinder sitzen sich oder liegen sich genau gegenüber. Und das war eben der erste große Motor, den der gezeichnet hat. Zusammen mit Porsche 917 und diversen anderen Motoren. Aber dafür ist er eben besonders berühmt geworden. Und auf dem Motor, auch wenn er jetzt ganz anders aussieht als alles, was jetzt aktuell war im 996 und 997 Turbo, ist das immer noch die Grundkonstruktion überhaupt, eben der luftgekühlte Metzger-Motor bei Porsche. So, das nur mal eben so als Einführung, also der legendäre Porsche-Motor überhaupt. Luftgekühlt. Luftgekühlt sieht man hier ganz klar, da ist der Lüfter. Der Lüfter saugt Luft an und zwar unglaublich viel. Bei entsprechender Drehzahl wird angetrieben, direkt von der Kurbelwelle, von da unten aus über einen Riemen. Hinter dem Lüfter sitzt die Lichtmaschine, das sieht man gleich noch an einem anderen Motor. Ja, und entsprechend zur Motordrehzahl dreht er sich schneller oder langsamer. Das heißt, bei wenig Drehzahl braucht man nicht ganz so viel Kühlung, dreht er sich langsamer. Bei viel Drehzahl, wo auch viel gezündet wird und viel Wärme entsteht, dreht er sich schnell, damit dann auch viel gekühlt wird. Hinter dem Lüfter ist eine große Hutze, die verteilt das Ganze so gleichmäßig wie es geht. Ganz gleichmäßig ist es nicht, über alle 6 Zylinder und Zylinderköpfe, die alle Kühlrippen haben, zeigen wir auch gleich noch im Detail und die Unterschiede. So, und das ist im Prinzip das Grundprinzip. Motorblock, Kurbelwelle, Kolben, Ölpumpe, Anordnung, alles im Prinzip identisch geblieben aus den 60er Jahren bis 2010, 11, als die letzten Metzger-Motoren gebaut wurden. Ja, der 3.2er. Der ist jetzt nicht ein besonders schönes Exemplar, kommt gerade aus dem Kundenauto, wird in Kürze überholt. Das ist das, was wir recht viel machen. Kunden, die ihre Autos liebgewonnen haben über die Jahre, bringen die Autos, der hier ist zum Beispiel einer, der fährt noch ganz normal, hat knappe 200.000 Kilometer drauf. Man sieht es ihm an, alles nicht mehr wirklich schön, von unten auch entsprechend ölig. Wie das immer so ist bei den Motoren, durch die vielen Schichten, in denen das aufgebaut ist, 2 Motorblockgehäusehälften, Zylinder, Zylinderköpfe, Nockenwellenkästen, Ventildeckel und das auf beiden Seiten sind so viele Schichten, so viele Dichtungen. Beim normalen Motor hat man einen Motorblock, einen Zylinderkopf, ein Ventildeckel, Ende. Hier hat man schon mal alles doppelt und dann noch mehrere Zwischenschichten. Deshalb wird so ein Ding einfach irgendwann undicht. Kann man auch gar nichts gegen machen. Der ist jetzt von Baujahr 85, glaube ich, gewesen. Das heißt, der hat jetzt knapp seine 40 Jahre auf dem Buckel, darf auch mal undicht werden. Ja, der Carrera 3.2 mit eben 3,2 Liter Hubraum ist noch einer basierend auf dem alten Motorgehäuse 930. Das heißt, der Abstand der Stehbolzen, die Zylinderkopf und Zylinder halten, zeige ich auch gleich noch, ist etwas kleiner als bei den nachfolgenden Motoren. 964. Deshalb geht da nicht so viel Hubraum, weil man kann den Kolben nicht so groß machen, erkläre ich auch gleich. Da ist man irgendwie mit allem, was man machen kann, so bei 3,6 am Ende. Und das bieten wir auch an. Also wer da Hubraum für möchte, 3,6, sehr gut möglich. Was noch besonders ist an dem Auto, was heißt besonders, relativ einfach noch ausgefallen, einfache Zündung. Das heißt, ich habe hier einen Zündverteiler mit 6-mal Abgang zur Zündkerze und nur oben in den Zylinderköpfen Zündkerzen drin, das heißt 6 Zündkerzen, eine pro Zylinder, Einfachzündung, relativ herkömmlich. Erkläre ich auch gleich noch ein bisschen was dazu. Was schön war beim 3.2er Carrera, das war der erste mit einer Motronik, das heißt mit einem elektronischen Motormanagement. Einspritzung, Zündung bedingt, konnte elektronisch über Programmierung, so wie es aktuell modern auch immer noch möglich ist, eingestellt und variiert werden. Für uns gut, weil im Tuning hat man da noch ein bisschen Möglichkeiten, wenn man Hubraum vergrößert und Einspritzdüsen und diverses anderes. Und man hat nicht mehr das Problem, was man bei den alten Motoren oft hatte. Zündung, Zündzeitpunkt passt nicht wirklich immer optimal, weil nur Drehzahl, Fliehkraft geregelt oder Unterdruck geregelt, passt eben nicht zu jedem Betriebspunkt.
Wenn ich ein elektronisches Kennfeld habe, kann ich so genau einstellen, dass es wirklich immer exakt passt, meine Zündung. Der überhitzt nicht, ich habe einen guten Wirkungsgrad und klingeln tut er auch nie, wenn es gut gemacht ist. Ja, das ist eigentlich der 3.2er Carrera. Schöner Motor, gefällt mir sehr gut, freue mich auch drauf, den auch zu vergrößern. Nächste Generation, 964. Neuer Motorblock, Teile Nummer 964. Was ein Wunder. Jetzt mit größerem Abstand der Zylinderkopf-Stehbolzen, deshalb schon von Haus aus 3,6 Liter und auch deutlich mehr Hubraum möglich. Also der hier zum Beispiel hat 4 Liter, 380 PS, einer von unseren Sorgmotor-Varianten, die wir für das Auto anbieten. Man sieht, der ist fertig, der ist kurz vor Einbau, es fehlt uns nur noch die Ansaugbrücke, die haben wir nicht mit drauf, weil die zeigen wir nicht so gerne, die ist sehr speziell. So, 4 Liter, das heißt andere Kurbelwelle, andere Kolben, andere Zylinder, Zylinderköpfe mit CNC-Bearbeitung. Deshalb ist auch schön, dass die Brücke noch nicht drauf ist, kann man gleich mal eben reingucken. Einmal sich die CNC-Bearbeitung angucken für eine optimale Strömung. Andere Nockenwellen drin, eine sehr schöne Leichtbau-Verblechung am Motor aus Kohlefaser und natürlich ganz wichtig eine große Auspuffanlage mit Fächerkrümmern und 2 100-Zeller Metallcuts. Ja, Autoleistung wird eingetragen bei uns. Gutachten 4 Liter ist vorhanden, können wir alles soweit darstellen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Doppelzündung. Ich habe gerade eben erklärt, Einfachzündung, das heißt pro Zylinder eine Zündkerze. Bei ihm, da sind jetzt leider keine Verteilerkappen drauf, 2 Zündverteiler, vielleicht erkennt man es. 6 Zylinder, nochmal 6 Zylinder. Obere Reihe, untere Reihe. Jeder Verteiler bedient eine Reihe, eine oben, eine unten. Hat einen großen Vorteil, man kann ganz andere Zündwinkel fahren, weil die Brennwege im Zylinderkopf, zeige ich auch gleich bei den Teilen, deutlich kürzer sind und der Motor deshalb lange nicht so doll zum Klopfen, zur klingelnder Verbrennung neigt. Also man kann deutlich besser programmieren, die Effizienz steigt, die Leistung steigt, der Rundlauf, die Zündwilligkeit auch bei niedrigen Drehzahlen steigt, also alles deutlich besser. Bauaufwand natürlich größer, großer Verteiler, doppelt Kerzen und so weiter, andere Zylinderkopfbearbeitung, aber ganz wichtiges Teil, weshalb so ein Motor eben auch original mit 3,6 Litern immerhin schon 250 oder im RS 265 PS hatte. Und als letzten Motor haben wir jetzt hier bei uns in der Reihe einen 3,3er Turbo, das heißt, das ist der Motor aus dem G-Modell 11er Turbo, 930 Turbo, in dem Fall wie gesagt 3,3 Liter, 300 PS. Das war der Basismotor, so wie er kam, ist inzwischen auch fertig umgebaut, fehlen nur noch ganz kleine Details wie das Lüfterrad, aber sieht man hier wesentlich mal die Lichtmaschine direkt dahinter, hatte ich ja eben schon mal kurz angedeutet, die parallel oder auch über 2 Riemen, je nachdem welches Modell man hat, Lichtmaschine. Und hinter der Lichtmaschine sieht man jetzt nicht, aber vielleicht kann der Matti das gleich nochmal filmen, kann man wirklich durchgucken bis auf die Kühlrippen der Zylinder. Man sieht also, wenn sich der Propeller hier dreht, der schaufelt das direkt durch auf die Zylinder und auf die Zylinderköpfe zur Kühlung. Bei dem Auto, weil es ja schon etwas älteres und der Motor ist umgebaut, der kommt in einen 934, das heißt in einen Rennfahrzeugumbau des 930er Turbos, haben wir, so wie das klassisch früher war, die ganze Verblechung aus GFK gemacht. Zu der Zeit gab es noch kein Kohlefaser. Deshalb dieses gelbe GFK, so wie das klassisch früher in den Porsche-Rennautos drin war, damit das Ganze einfach zeitgerecht aussieht. Hier vorne sieht man ganz gut den Turbo. Ist inzwischen auch schon etwas größer. Original ist ja ein KKK-Lader dran. Wir haben jetzt hier einen Garrett-Lader dran, beziehungsweise der war schon dran, den übernehmen wir. Da fehlt uns noch die Verrohrung und so ein paar Kleinigkeiten. Aber ansonsten ist er eigentlich genauso aufgebaut wie der Carrera-Motor auch, weil ist ja auch eigentlich aus der gleichen Zeit. Das heißt einfache Zündung, noch mit Unter- und Überdruckregelung, noch nichts elektronisch, eine Bosch K-Jetronic. Hier kann man es erkennen mit Stauscheibe rauf und runter zur Gemischregelung. War damals Stand der Technik, inzwischen nicht mehr so ganz. Aber funktioniert trotzdem, Leistung ist da. Mit so einem mit maximalem Umbau mit 3,3 Litern und mit Nockenwellen und CNC und Ladedruck und Lader und Krümmern und allem, was so geht, kommt man so auf 450 PS in etwa. Das ist das Maximum, was die K-Jetronic hergibt. Wenn man darüber gehen möchte, müsste man umbauen auf eine frei programmierbare. Ja.
Gibt es sonst noch was zu dem Motor zu sagen? Ja, hatte ich gesagt, auch altes Motorgehäuse, gleiche Baujahr wie der Carrera-Motor, der 3.2er, also auch noch das 930er Motorgehäuse mit dem kleinen Abstand. Deshalb auch nur etwa 3,6 Liter möglich mit Kurbelwelle und Kolben und Zylindern und so weiter. Ist dann aber echt das Maximum für den Motorblock. Ansonsten passt das da alles nicht mehr rein vom Durchmesser und auch mit dem Freigang zur Ölpumpe hin. Ja, auch sehr schöner Motor, wenn er fertig ist mit dem etwas moderneren Garrett-Lader. Hängt auch etwas besser am Gas, spricht früher an. Man hat nicht mehr ganz dieses 0 oder 1 Fahrgefühl, gar keinen Dampf wie ein Golf 1 Diesel oder Explosion. Das ist alles ein bisschen harmonischer damit, glücklicherweise. Ja, das waren die Motoren. Jetzt kommen wir zu den Details. Dann kommen wir jetzt mal zu den Details. Wir haben mal ein bisschen was aufgebaut, ein paar unterschiedliche Motorenbauteile. Ich dachte, das zeigen wir mal im Detail, weil nicht jeder hat sowas schon mal gesehen. Und vor allen Dingen kann man auch am besten dann die Schwachpunkte dran aufzeigen und die Möglichkeiten, die wir haben, das zu verändern, sowohl für Serien- als auch für getunte Motoren. Fangen wir mal an mit einem Zylinder. Relativ einfach zu erkennen, hat der Motor 6 Stück von. Das hier außen sind die Kühlrippen und man kann leicht erkennen, so rum wird er eingebaut. Auf der Oberseite, weil von da kommt die kühle Luft, sind die Kühlrippen deutlich kleiner als unten, weil dann geht die Luft hier so rum. Lange Rippen kühlen besser und um eine möglichst gleichmäßige Kühlung am ganzen Umfang des Zylinders zu haben, hat man eben oben etwas weniger Rippen, seitlich platzbedingt geht es einfach nicht anders, auch relativ wenig Rippen, aber unten eben maximal viel und lange, damit er gleichmäßig gekühlt ist. So, und diese Bohrungen hier, das ist das, wovon ich eben immer gesprochen habe, alter Block und neuer Block. Der Abstand der Bohrung, das sind nämlich die Bohrungen für die Zylinderkopfschrauben. Da sieht man die gleichen 4 Löcher da drin ganz genauso. Der kommt dann wiederum hinterher da so oben drauf. Die gibt es eben mit großem Abstand und mit kleinem. Das hier ist jetzt einer aus dem 964, großer Abstand und 930er Block, kleinerer Abstand. Und entsprechend, wenn er größer ist, kann man sich vorstellen, kann man noch einen größeren Kolben einbauen. Ein größerer Kolben ist mehr Hubraum. Deshalb hat so ein Carrera eben ab Werk nur 3,2 und ein 964 mit dem großen Abstand schon 3,6 Liter. So, und wenn man sich das jetzt aus dieser Perspektive ansieht, sieht man, dass hier seitlich sehr wenig Material ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, der Zylinderkopf sitzt da oben drauf und da innen drin läuft der Kolben immer rauf und runter, verdichtet die Luft da drin und explodiert, neigt der Zylinderkopf natürlich immer ganz gerne so ein bisschen zum Abheben, je nachdem, wie stark die Leistungssteigerung ist. Deshalb benutzt Porsche original so einen ganz dünnen Ring. Der wird hier eingelegt. Das ist ein innen drin gasgefüllter Federring. Der dichtet den Zylinderkopf zum Zylinder ab. Dazwischen liegt er. Der ist glatt. Hier ist die Rille drin. Da ist der Ring drin. Alles ist gut. Hält aber auch nur bis zu einem gewissen Druck im Zylinder. Dann reicht das nicht mehr, weil wenn es hier sehr dünn ist und es wird warm, wird es da elastisch, da wird es elastisch. Hier ist es recht stabil, da ist es auch recht stabil. Wenn das Ganze dann überlastet ist und der pfeift irgendwann durch, weil der kleine Gasring das Ganze nicht mehr hält, sieht das hinterher so aus. Geht nämlich vom Verbrennungsdruck, das erst bis zur Kopfdichtung, die hält nicht, dann pustet es durch. Wenn es durchpustet, brennt es alles weg und dann sieht es eben genau so aus. Zu dem Problem, dass es hier ohnehin schon sehr dünn ist, kommt noch dazu, dass hier noch Ausfräsungen drin sind für die Kühlkanäle, weil irgendwo muss ja auch die Luft noch durch. Das heißt, man sieht jetzt schon, dass es schmal ist. Wenn man sich jetzt aber noch die Tiefe des Kanals dazu denkt, dann ist das Ganze vielleicht noch bis da. Im Prinzip überhaupt gar keine Festigkeit und kein gar nichts. So, und um trotzdem bei höheren Drücken so einen Brennraum dicht zu bekommen, gibt es den sogenannten Evo-Ring, den man bei uns auch kaufen kann. Bei Porsche gibt es ihn nämlich, glaube ich, nicht mehr. Das ist ein Ring, der wird ebenfalls hier eingelegt, aus Aluminium. Da sieht man es jetzt nicht mehr ganz. Der braucht dann zusätzlich eine Rille im Zylinderkopf, weil der nämlich so hoch ist, dass er sowohl in die Rille des Zylinderkopfes als auch in die Rille des Zylinders eingreift oder drin liegt, mit einer extrem engen Passung. Und wenn das Ganze angezogen wird,
drückt er sich, weil er etwas zu hoch ist, in alle Richtungen und verbindet das Ganze formschlüssig miteinander. Das heißt, keine Chance mehr, dass da irgendwie noch Luft durchgeht. Und deshalb kann man mit so einem Evo-Zylinderkopf Dichtring und der entsprechenden Bearbeitung auf beiden Seiten richtig Ladedruck fahren und richtig Dampf. Deshalb hat Porsche sich das früher so ausgedacht und wir können es zum Glück so übernehmen. Haben es noch etwas abgeändert von den Maßen her und die Materialien inzwischen sind besser, als sie 98 noch beim 993 waren. So, und deshalb haben wir da kein Problem, 700, 800 PS inzwischen zu fahren mit luftgekühlten Motoren. Ich habe eben gesagt, das Ganze wird sehr dünn und sehr heiß. Das gilt ganz genauso für den Zylinderkopf. Kühlrippen. Ja, sehr wenig Material. Wenn man da jetzt durchguckt, ist hier das Material so dünn, der Zylinderkopf wird ganz besonders heiß, dass wir da das gleiche Problem haben mit dem Anheben. Deshalb machen wir da einen Trick. Das ist Serie. Das ist einer von uns. Die untere Kühlrippe, die unteren beiden werden zugeschweißt. Werden zugeschweißt, werden wieder übergeplant, weil in dem Bereich da ganz unten, da kühlt sowieso nicht viel. Da sind die Rippen nur so wenig tief, zumindest wie soll ich sagen, an dem Bereich, wo der Zylinder, der Brennraum in die Richtung geht, dass wir durch die Auftragsschweizung 2-3% Kühlung verlieren, aber bestimmt 60% Steifigkeit erhöhen. Und da verlieren wir eben ein bisschen Kühlung, aber erhöhen die Steifigkeit. Die Kombination verschweißter Zylinderkopf mit Evo, Dichtring und allem ist so ein Motor im Prinzip fast so stabil wie ein wassergekühlter. Dass da dann die Kopfdichtung noch kaputt geht oder der Zylinder oder entsprechend auch der Zylinderkopf, das gibt es auch, dass sie da so einen großen Ausbrand haben, gibt es eigentlich gar nicht mehr. So, das zur Verstärkung eines so einen Motors. Dann kommen wir nochmal wir fangen mal mit der Doppelzündung an. Doppelzündung haben wir eben von gesprochen. Einfachzündverteiler, Doppelzündverteiler, man sieht relativ ähnlich, sind auch so, dass die kompatibel sind, man kann es umbauen. Man kann also einen Einfachzünder auf Doppelzündung umbauen, was immer sehr gut ist. Ja, und man sieht es eben ganz klar, die beiden hier sind mit einem Riemen innen drin verbunden. Das heißt, die drehen sich mit exakt gleicher Geschwindigkeit. Zack. Muss man auch ab und zu mal überholen und gucken, ob der Riemen noch gut ist, ob sich der zweite überhaupt noch dreht, ob der Riemen auch noch drin ist. Weil als Fahrer merkt man es vielleicht gar nicht unbedingt sofort. So, ich wollte aber noch mal zeigen, wie das dann im Zylinderkopf aussieht. Eine Zündkerze, da sitzt sie, zu 2 Zündkerzen, zweimal Loch. Klingt eigentlich alles ganz simpel. Kann man auch relativ einfach erklären, warum das mit den 2 Zylindern, mit den 2 Zündkerzen deutlich besser ist. Wenn man sich vorstellt, hier sitzt die Zündkerze und die entzündet das Gemisch, dann dauert es in die Richtung durchzubrennen natürlich relativ lange. In die andere Richtung aber nur ganz kurz. Das heißt, das braucht lange, bis alles verbrannt ist und voller Druck auf dem Kolben herrscht. Bei dem hier ist es so, dass es auf beiden Seiten gleichzeitig zündet. Sowohl der Weg hier nach außen wie auch bis zur Mitte ist überall etwa gleich lang. Das heißt, ich habe viel kürzere Dauer, bis das Gemisch durchgebrannt ist, habe viel weniger Neigung deshalb zum Klopfen und Klingeln und kann meine Zündung auch früher stellen, weil kann viel besser entsprechend zum OT des Zylinders zünden. Ja, kann man nachträglich einbringen. Diese Bohrung haben wir extra eine Vorrichtung für, weil Material ist alles da, Nacharbeit relativ einfach, wenn man es alles hat. Das heißt, man kann jeden Carrera, Turbo, wie auch immer, umbauen auf Doppelzündung. Ordentliches Leistungsplus, Ansprechverhalten und alles. So, als letztes habe ich noch mal ein Teil hier in der Hand, unseren selbstgefrästen Ansaugstutzen für die 964er Carreras. Originalen Kunststoffteil, was speziell mit der Abdichtung hier unten nicht besonders schön ist. Und hier oben kommt ein O-Ring, ein Gummiverbindungsteil drauf, damit dann die Ansaugbrücke da oben drauf sitzt. Zeigen wir gleich an dem anderen Motor nochmal. So, und wenn man hier die Schelle zu doll anzieht, wozu viele Mechaniker ja gerne neigen. Das heißt, Schelle wird so doll angezogen, bis nichts mehr geht, egal wo sie drauf sitzt. Und das Teil aus Kunststoff ist, dann fängt der irgendwann, schwupp, kriegt er irgendwann so einen kleinen Knick nach innen, weil dann reicht Kunststoff nicht mehr aus und dann schnackelt er einfach zu. Das heißt, die sind oft kaputt und undicht.
Deshalb haben wir uns da ein eigenes Teil aus Aluminium fräsen lassen, 1:1 auszutauschen gegen das Kunststoffteil. Wir haben es allerdings auch gleich mit einem größeren Durchmesser gemacht, weil damit das Ganze dann wiederum auf unsere CNC gefrästen Zylinderköpfe passt, damit der Durchmesser der richtige ist dazu, haben wir es gleich vergrößert. So, um dann auch entsprechend Leistung aus den Motoren rausholen zu können. Und weil es auch einfach cool aussieht. Gibt es in Rot und in Silber. Davon für 997? Ja, genau. Machen wir für 997 auch. Mit Einfachdüse, mit Doppeldüse, für GT3-Kopf, für Turbokopf, für Turbofräskopf und so weiter. Da haben wir unglaublich viele unterschiedliche Varianten von. Ja, zusammenfassend kann man zu den luftgekühlten Motoren sagen, dass wir davon inzwischen sehr viele bauen, weil die Nachfrage eben groß ist und es scheinbar immer weniger Betriebe gibt, die die alten Motoren noch anfassen wollen. Auch die alten Meister werden irgendwann immer weniger und wir deshalb auch eine recht große Erfahrung damit haben. Also wir haben schon sehr, sehr viele Sorgmotoren gemacht, wir haben noch viel mehr Turbomotoren umgebaut, als Bolt-on-Umbauten, als Komplettrestaurationen, als Serienrestauration, als Restaurierung, Überholung mit größerem Tuning in allen möglichen Stufen. Ist ja auch einfach nachzuvollziehen. Die Autos kommen mit der Zeit in die Jahre, die Kilometerlaufleistungen sind inzwischen hoch, die Motoren neigen irgendwann zur Undichtigkeit und wer seinen Oldtimer liebt, der muss dann natürlich auch irgendwann mal an eine Revision denken, weil wer möchte schon mit Ölverlust oder durchgebrannter Kopfdichtung oder gerissenem Zahnriemen im Doppelzündverteiler liegen bleiben und dann in seiner wenigen Freizeit noch mit dem schönen Hobbygerät auf der Autobahn stehen. Deshalb haben wir da so viel Nachfrage und wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Wir arbeiten da sehr gerne dran, sind dankbare Motoren. Ja, wenn ihr sonst Fragen habt noch zu dem ganzen Thema, gerne melden, beantworten wir gerne, wenn wir können. Ansonsten immer ran mit den Autos und wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Unser Hund ist ein bisschen ungeduldig da oben, also nie wundern. Franzi, Schnabel halten! Was gibt es sonst zu sagen zu dem Motor? Ja, was gibt es sonst zu sagen zu dem Motor? Jetzt muss ich selber mal kurz überlegen.